Good morning, gentlemen, and what a grand morning it is, too. We have just cause for celebration. Galloway and Phelps are sending another fiend to San Quentin. A nice showy trial, and he'll be strapped down with gas seeping into his tiny reptile brain. Now, the fresh business. Galloway and Phelps, the task is at hand. The address is on the hill, north downtown off Fremont Avenue. Ja, und damit wieder hallo und willkommen zu einer neuen Folge LA Noire. Wir sind zurück mit einem weiteren Mord. Ja, wir wurden gerade mal beglückwünscht. Wir haben ja, letztes Mal uns wieder ganz gut rausgeholt, nachdem wir davor den Fall ja relativ verschissen hatten, waren wir letztes Mal doch sehr, sehr gut unterwegs. Und ja, wir haben wieder einen Mord. Eine nette, betrunkene Dame, würde ich mal sagen. Die sah zumindest nicht mehr so aus, als wäre sie nüchtern gewesen. Wurde umgebracht. Und ich habe jetzt extra mal am Anfang auf den Mörder geachtet. Er trug eine Latzhose. Zumindest sah es so aus, als so eine Bauarbeiterhose. Das merke ich mir schon mal so als im Hinterkopf, weil es hat bei dem einen Mord hätte mir das auch weitergeholfen, dass ich direkt drauf gekommen wäre. Ich behalte mir das jetzt mal im Hinterkopf. So. Skipper, is the new letter genuine? Now, boys, we all know how many imbeciles have confessed in the short case. Redet ruhig alle durcheinander, das hilft der Folge ungemein, damit man versteht, wer was sagen möchte. Danke. So, wir machen uns mal auf den Weg. Fine morning indeed. We keep locking them up, but the bodies keep piling up. Ah, Californians love a fad, Phelps. As long as the bricks hold up at San Quentin, there'll always be killers in this town to send. Regnet's? Oh, wir haben es abends, okay. Greetings from sunny California. When's it gonna stop? Ich gerade fragen. Mal kurz eine Sache, die ich mal kurz fragen wollte. Damals in den Jahren, in denen wir Spiel, gab es ja wirklich so extremst viele Morde meine ich. Also, ich kurz mal Pause, damit ich es besser erklären kann. Weil wir haben ja exorbitant oft Morde. Also ist es damals wirklich so krass gewesen. Und, was ich auch noch vorhab, und da könnt ihr gerne mal reinschauen, ob ihr Bock dazu habt, hat mir nämlich jemand in den Kommentaren geschrieben, ich soll mich mal ein bisschen zum Black Dahlia Killer informieren. Da gibt's nicht auch so ein bisschen historische Fakten, bla bla bla. Und das gibt ein bisschen Hintergrundwissen, die das Ganze hier ein bisschen untermauert. Falls ihr wollt, kann ich das gerne mal ein bisschen aufbereiten und das euch so, sagen wir in einem kleinen Video mal ein bisschen erklären, wer das war und bla bla bla, so ein bisschen so Hintergrundwissen euch auch mal geben. Also wenn ihr Bock drauf habt, schreibt es mal in die Kommentare oder lasst ein Like da, dass ich sehe, dass ihr Bock drauf habt, dann bereite ich das mal ein bisschen so auf, so 5 bis 10 Minuten Video, was ihr ein bisschen mal Hintergrundwissen habt zum Black Dahlia Killer, dass wir auch vielleicht noch ein bisschen mehr zu dem Kollegen wissen und vielleicht hilft uns das ja auch, wer weiß es. So, es pisst aus Kübeln, die FPS-Zahl freut sich, hüpft im Kreis. You're behind the wheel. Ist einfach angenehmer gerade, weil die FPS jetzt einfach eine Scheiße. Come on, you can't keep on telling me there's not a killer still out there. You know, Phelps, all these arrests on your record are giving you a reputation. You don't want them turning into unsolved. Getting a vicious killer off the streets is more important than my reputation. Really? And besides, landing a big fat marlin is more impressive than an ocean full of minnows. The minnows make it the man, Phelps. You can't always hit home runs. Sometimes you just gotta make first place. Mit der Aussage hat er so gerecht, du kannst nicht mehr direkt nur das Große jagen, du musst dich so nach und nach ranpirschen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass ein anderer Killer hier rumrennt, ey, das irgendwie, das wirkt irgendwie alles zu suspekt gerade, dass immer einzelne Leute sind. Detectives? Phelps and Galloway, homicide. Scene is secure. The rest of the patrolmen are going door to door, canvassing for witnesses. Thanks. Keep me informed. Will do, Detective. This looks awfully familiar. I think that's the impression the boys from the Examiner took with them as well. There's nothing original under the sun. Why should murder be any different? What do we have so far? Not much trace evidence to speak of. Storm blew in around 10 last night, and the rain washed most of it away. And the body? Looks like she was tipped out of an automobile from the tire tracks and superficial injuries. Strangled with a length of rope. And for my money, it's triple braid again. Time of death? From her temperature, maybe 2 a.m., but it was cold last night. Usual head injuries. Blunt force trauma. Knock him over the head, then strangle and mutilate. No message with this one. At least she was left clothed. I doubt very much he was concerned with her dignity. The green silk dress is very distinctive. Any sign of her other shoe? No. And no handbag or other personal effects. Oh. Das fing ja schon gut an, sagen wir mal, ohne wirklich Hinweise zu haben, wieder ohne Handtasche, das wird wieder ein Spaß, ey. Aber wir sehen hier wieder den Fall, wo wir auch den Pädophilen nicht bekommen haben. Wieder dieses dreifach geflochtene Seil wieder am Hals, aber diesmal angezogen und ohne Nachrichten erlassen. Aber wieder Feierstecker, weiße Schuhe und ein Mord oder irgendwie sowas war das. Ja, der weiße Schuh ist nämlich hier weg von ihr anscheinend. So, ich schaue mal direkt mal die Spur am Hals nach. Oh, oben hat sie einen draufgekriegt mal wieder. Ah. There appears to be a dry cleaning label. Superior Laundry Services, F1363.
Sehr gut, da müssten wir vielleicht sogar ihre Identität rauskriegen, weil normal gibst du ja deinen Namen mit an. Zumindest einen Teil deines Namens, Nachnamen oder sowas. Also das könnte uns vielleicht weiterhelfen. Aber komisch, dass das Ding noch drin hat. Ich möchte es dir nur mal sagen. Also, die trägt das Kleid. Der war damit anscheinend auch abends aus. Warum lässt du den Zettel denn noch? Vergesst einfach vergessen. Da sind... Ne, das ist nix. Komisch, weil die Fingernägel der Frauen sind alle im Arsch. Also irgendwie kehrt sich keine Frau darum oder die Fingernägel werden immer von dem Mörder nochmal abgebissen. Ich weiß auch nicht, es wirkt komisch. So, gucken wir mal den anderen Namen. Aber, wie wir sehen, diesmal auch kein Ring oder Schmuck verloren, ne? Also diesmal nichts in der Hinsicht irgendwie Auffälliges. So, weiter runter. Hallo? Ne, gibt nur die 3 Stellen. Okay. So, wollen wir uns mal umgucken. Was soll hier liegen? Ah, Geld. Optimistic, Cole. Ja, sehr optimistisch wäre es einzustecken, aber es liegen zu lassen ist langweilig. Boah, haben wir Reifenspuren. Da richtig Gas gegeben, ne? Die Wiese ist schön umgewühlt sogar. Our driver and our killer are most likely one and the same. Okay. Das Komische, in dem Clip hatte der kein Auto. Also wenn, hatte er erst in sein Auto gepackt. Sie wurde zwar von jemandem angefahren, aber das war wohl sicherlich nicht der Mörder. Das war ein Zufall, schätze ich. Was haben wir hier? Ah, Fußabdrücke. No drag marks. The killer was moving around, surveying the scene. Das Komische. Hier, die Fußabdrücke gehen hier zurück. Er hat sich also wieder umgedreht, ne? Ja. Ja, die Größe natürlich jetzt interessant, muss man mal sagen. Ob es ein 41er oder sowas vielleicht war. Weil das ist ja so die Größe, nach der wir suchen die ganze Zeit. Da haben wir noch was liegen. Zigarette, ne? It would take a smarter man than me to connect that. Du musst cleverer werden, wir müssen Bücher lesen. Ganz viele Bücher. So, das haben wir. Scheiße, hier gibt's ja nix. Das ist mal kein Scheiß, hier gibt's wirklich nix. Wir haben ein Telefon, dann rufen wir mal an. Einfach mal. Ich schätze mal, er wird. Okay. Jetzt hören wir die Ölpumpe. Vorher haben sie nicht gehört. What the fuck, warum ist die plötzlich jetzt laut? Aber wer ist denn die nette Dame da? Haben wir doch jemanden zu interviewen? Ich dachte schon, ey. I've been working the houses across the street and up the block. This lady thinks she has something for us. Oh, lügt sich sicher wieder ein krumm und dämlich. LAPD. I'm Mrs. Barton, Catherine Barton. I live just across the way. Ich zwinker gerne sehr offen mit meinen Augen. Did you see anyone around here last night? Not last night, but yesterday, early evening, I saw that awful hobo. Okay. Ich glaube hier. Do you have a description? Tall, gaunt, horribly disfigured. I think he may have had an accident in the war. He's a very scary, angry man. Any idea where we might find him? One of the hobo camps around here. He's some kind of hobo leader. They all follow him around. Okay. Thank you, ma'am. You've been a big help. Of course. Anything I can do to help. I'd hate to think that something so ghastly could happen right here and nothing be done about it. Das hat schon mal geholfen. Wir können hier ans Telefon. Ich weiß noch nicht warum. Ich kann mir nur vorstellen, dass er da irgendwie vielleicht bei der Wäscherei anruft. Sonst wüsste ich nicht, wofür wir jetzt das Telefon haben. Aber ich gehe mal dran, weil wir können es benutzen. Also wird es wohl irgendeinen Zweck haben. Gucken wir mal. Ich habe keine Ahnung. Ich wüsste jetzt nicht, was wir jetzt machen können am Telefon. Aber es wurde ja jetzt erst angezeigt. Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? I need an address okay. on Superior Laundry Services. Just a moment. Superior Laundry Services, 1260 West 1st Street. Can you track down reports of hobo camps in the vicinity of Signal Hill? Just a moment, Detective. There's a large camp under the bridge on Grand between Temple and Sunset. Thanks. Okay, die beiden Orte braucht man nämlich. Jetzt haben wir jetzt schon mal 2 Orte, wo wir nachschauen können. Weil hier gibt's ja nichts mehr. Wir haben auch keine Musik mehr, wenn man hier drauf läuft. Da seht ihr. Can you keep things under control until Pinker and Carruthers finish up? Sure, Detective. We'll stay out of their way. Okay. Gut, dann schauen wir doch mal. Fahren wir erstmal Obdachlosenlager oder erstmal zur Wäscherei? Ich würde sagen, wir fahren erstmal zur Wäscherei. Das ist mir gerade irgendwie sicherer. You drive. I need to go over the case notes. And where exactly are we going? So, schauen wir da erstmal nach, würde ich sagen. Und danach fahren wir mal zum Obdachlosenlager. Weil erstmal kriege ich ein paar mehr Nachrichten zu ihr, weil das brauche ich erstmal. The last bodies had something written on them. This one didn't. I'm failing to follow you. Can't be the same guy who's saying, right? Before you start trying to link this to Maldonado and all the others. There are more factors to consider than the messages, Rusty. This doesn't fit your pattern, Cole.
End of conversation. Understand? Der ist aber auch pissig, ne? Der hat einfach keinen Bock, dass ein Fall wieder offen bleibt. Ne? Einfach irgendeinem anhängen, ihm geht's nur darum, Geld zu machen und wie er Ruf zu bekommen. Scheiß drauf, wenn er vielleicht den Falschen irgendwie im Knast hat. Superior Laundry Services. So. Ja, jetzt sind natürlich mehrere, das ist das Problem. Das hilft jetzt nicht unbedingt direkt weiter. Schauen wir mal. Ob jemand die Dame hier kennt. At least the rain stopped. Change back into So, the light. Hallöchen. Please, I have business to run. Phelps and Galloway, LAPD. We're investigating a case. Wenn den asiatischen Akzent, dann lache ich mal einen weg. F1363. If you give me a minute, I'll go find a register and you can take a look. Ja, einen asiatischen Akzent. Nice. You take a look for yourself. I've got clothes that need pressing. Was? Der ist schon irgendwie so ein bisschen abwegig, ne? Komisch. Also von der Art her, ne? Das ist ganz komisch, wie er drauf ist, der Wäschetyp. Aber na gut, lassen wir mal. Wäschereizettel. So, das war die F1336. 1363. Schauen wir mal. Ah, ich will genau drauf zeigen, bitte. So, dann haben wir auch ihre Haus schon. Sehr gut, wir haben ihren Namen, das ist schon mal sehr gut. Gut, dankeschön. Können wir nochmal mit ihm reden? Nee, ne? Any ideas? Have a lead. Find out about Okay. Wie gesagt, er fährt erstmal zu ihr, er will erstmal ihre Hinweise sammeln und dann gehen wir zum Obdachlosen. Weil sobald wir mehr Hinweise zu ihr haben, können wir halt, sagen wir mal so, Befragungen und sowas funktionieren einfach besser, wenn ich mehr zu ihr weiß. Can you drive to this one? Deswegen gehen wir erstmal zu Emerald Street. Ist mir sicherer. Ich will einfach erstmal Hinweise zu ihr haben. Danach können wir uns das Obdachlosenlager immer noch krallen. Schnauze! Ehrlich jetzt! I've got a feeling we're about to meet another wife. You've always got that feeling, Rusty. Yeah, and it's usually correct. Please, please, for once, can you not let your assumptions color your detective work? Just you wait. Nordic types show a particular disposition for this stuff. Yay, er verdächtigt über den Ehemann und ist Rassist. Bam! Und noch Alkoholiker. Oh mein Gott, der Typ wird immer besser. Ich bin immer sympathischer. Sieht ein bisschen runterkommen aus, ne? Wo es geht. Ah, die haben sogar ein Boot. Oh, die kommen aus dem Norden, die müssen ein Boot haben. Klischeehaft, check. So, schauen wir mal. Ist ein schönes Häuschen, auch wenn die Wiese hier... Das sieht entweder Neubau oder es sieht ziemlich grundsätzlich scheiße hier aus. Warum da überhaupt ein Rasenmäher ist, frage ich mich sowieso. Na gut, schauen wir mal. Klopp, klopp. Oh, er hat sogar 2 Kinder, die sehr starr da sitzen. Hello? Yes? Detectives Phelps and Galloway. Is your wife home, sir? My wife went out last night and she hasn't come home. Can you describe your wife and what she was wearing? We were out at a friend's place, Bobby Ross's, for a party. She was kind of dolled up. She had her green silk dress, open-toed white shoes. Those are her favorite shoes. Can we come in, Mr. Tarleton? I'm afraid we have some rather bad news. Wir haben ihre Frau gekocht. Do you have someone who can look after your children, Mr. Tarleton? I've been trying to arrange a sitter. Look, tell me what's happened. Nicht von den I'm Kindern. afraid your wife was murdered. Okay, dann last doch. night. Her body was found this morning. We're very sorry for your loss. Und die Kinder juckt das gar nicht. Difficult time, Mr. Tarleton, but we are going to need you to answer some questions. First, we're going to take a look around. What for? You don't think It's that... procedure. You see to your girls. Die sehen ja so genervt aus als traurig. Nicht schon wieder. Pissneck, aber piss dich. Pass auf, die kloppen uns noch. Stay here till Daddy's finished talking to these men. Where's Mommy? Everything's gonna be all right, sweetheart. We would like Mommy to come home now, Daddy. No. Let them Gott. search. Entschuldigung. You got nothing to Ich hide. mag die Kinder, aber nicht, wenn sie nervig sind. Wir wollen noch nicht mit ihm reden. Want to hear something funny? Am Telefon. Kann ich noch Some nicht bums nutzen. think filling out a missing Okay, kann ich person theoretisch schon, aber report warum? actually rules them Ah, out. von dem einen die Anschrift bekommen. Wir waren auf einer Party, waren die ja, ne? Was haben wir denn da? Der Bilderrahmen, der umgekippt ist, okay. I wonder why the picture was turned down.
Nein, es wird nicht auszusehen umgekippt sein, aber ja, da hat er schon recht. Ist auf jeden Fall wichtig. To check if she was a regular. Barons Bar, war das jetzt das? Warte mal. Baron war nicht die andere Person, die wir hatten, oder? War das der? Ne, Bobby Ross, aber das ist Freund von denen. Okay, da waren sie in der Mordnacht. Okay, da werden wir, bei dem müssen wir aber auf jeden Fall, von dem müssen wir die Adresse noch rauskriegen, dann müssen wir auf jeden Fall gleich mal durchrufen. Bei unserer Stelle, so, bei der Bar können wir noch vorbei, wir haben wieder so viele Möglichkeiten, es ist so übel. Wird wieder eine längere Folge. Also jetzt fehlen schon wieder 2 Parts. Ist die ihre Handtasche? Nee, oder? Warum liegt die denn hier rum? This doesn't pertain to the case. Das ist eine Handtasche, das wird sicher nicht ihm gehören, Mann. Immer dieses Kleingerät halt. Ja, jetzt gehen wir zum Kinderzimmer gehen. Scheiße auf irgendwelche Angaben. Das Neue Testament, okay. Doesn't look like anything. Gott, wir sind sehr christlich auf jeden Fall. Alter, ich glaube, wir haben da halt noch nicht mal eine Bibel. Also zumindest würde mich das wundern. Warum sollte man die sich auch zu Hause jemals durchlesen wollen? Das war kein Scheiß. Es gibt keinen Grund, das zu lesen. Da lese ich Lieder, ja, sagen wir mal, Gebrüder Grimm oder sowas. Richtig gute Märchen wenigstens. So, wo ein bisschen rum. Und da war noch wieder Streichholzpackung. Baron's Bar again. Someone must be real sweet on this dive. Und jemand steht auch darauf, immer nur die ersten 2 Streichhölzer zu benutzen, danach kauft man direkt eine nächste Packung. Scheiße Verschwendung, yay! Hallo Kinder. If you'd excuse me, ladies. Könnt ihr nicht meinen Teller sauber machen? Don't think this is anything. Warum nicht? Das ist eine Einkaufsliste. Das sind seine Schuhe, ne? Ha, wegen der Schuhgröße. Ja, ja, ja. Und da ist eine Handtasche. Das war sicher wieder unwichtig. Nee, diesmal nicht. Okay, diesmal ist es nicht. So she went out without her handbag? Stimmt, ne? Was habe ich mich so gefragt, wenn wir hier eine Handtasche finden, das wäre irgendwie komisch, ne? Weil es ist schließlich eine Frau. Ohne Handtasche, das Leben endet in dem Moment. Was haben wir denn da Schönes? Ja. Sogar alle Angaben. She'd have to be in quite a state to leave this behind. Führerschein nicht dabei, okay. Was ist hier? At least she was spared that particular indignity. Okay, der Lippenstift hat es nicht dabei, deswegen kann auch sein, deswegen könnte wirklich sein, dass die Schrift gefehlt hat, weil er keinen Lippenstift dabei hatte, weil der Mörder will sicher nicht mit Lippenstift rumrennen. Die hat er ja meist vom Mordopfer gekrallt, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass ich deswegen keine Schrift gab. Da haben wir nämlich Schuhe. So, jetzt müssen wir mal gucken, ist es eine 41? Wie immer. You can see if Pinker can match the impression to the crime scene. Das Komische ist, irgendwie trägt ja jeder 41. Ich weiß nicht, ob das die schnelle Schuhgröße hier in dem Land ist, aber irgendwie jeder. Das ist krass. Oh, wir können noch raus. Wir rufen den erstmal an nochmal. Ich mal kurz hier nochmal im Garten um. Nein, aus einfachen Gründen. Wie immer überall Dreck liegen muss, ne? So einfach nur so als Hinweis zu tun. Hier könnte Dreck liegen, wenn sie wollen. Hier haben wir noch so ein Boot. Schlauch. Guck mal, da haben wir nämlich ein Seil. Das ist auch ein dreistelliges. Irgendwo ist noch was hier in der Nähe. Mülleimer, ne? Stimmt, da könnte man auch gucken. Kann man nicht. Okay, hier vorne ist dann überhaupt noch was. Ja, hier geht wieder die Musik los. Haben wir noch irgendwas hier liegen vielleicht? Irgendwas, was ich übersehen habe. Ist irgendwas auf jeden Fall, nur ich weiß nicht was. Haben wir hier meine Kleidung vielleicht dabei? Okay, jetzt auf. Auch Schuhe, das juckt uns aber nicht.
Also die Musik spielt noch, als würde heißen, wir haben noch irgendwo einen Hinweis übersehen, aber ich wüsste jetzt einfach echt nicht wo. Liegt noch was? Da ist doch noch was, gucke mal an. Anglerzubehör. Don't think this is any use to us. Junk. Okay, ist jetzt auch nicht weiter geholfen. Gehen wir nochmal rein, gucken wir da nochmal vielleicht. Warte mal. Lars was out in the rain last night. Ja, die Jacke ist nämlich scheiße nass, aber es ist nicht so eine Jacke, wie wir gesehen haben, ne? Haben wir noch nicht alle Hinweise. Irgendwas fehlt uns weiterhin. Gibt's ja gar nicht, Alter. Irgendwas habe ich noch übersehen. Ich will die Hinweise haben diesmal. Das kann nur helfen. Ich hab alles. Jetzt wüsste ich nicht wo. Ich gehe jetzt erstmal ans Telefon, rufen wir da erstmal ganz kurz durch. Mal kurz die Adresse rauszukriegen. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? Can you run an address for a Bobby Ross? Then send some uniforms over. Would you like him picked up? No. Suspect says he was with Ross last night. We need to confirm the alibi. I'll get a prowl car dispatched. Thank you. Okay, sehr gut. Irgendwas habe ich übersehen. Ich weiß nicht was. Ich wüsste nicht was. Ich sehe es nicht. Nö, kein Plan. Okay, komm, fragen wir ihn mal. Wir haben jetzt, glaube ich, irgendwie nicht alles gefunden, aber ich hoffe, es reicht trotzdem. Ich weiß nämlich nicht, was es sein könnte. Ich finde es nicht. So, schauen wir mal. For the record, Mr. Tarleton, what is your wife's name? Teresa. Do you have any idea why anyone would want to hurt your wife? No. Everyone loved Teresa. She was so full of life. Can't be anyone who knew her. Na, guckst du mich die ganze Zeit an? Ah, nee. Shit, das war trotzdem falsch. Did you kill your wife? Oh my god. This... No. I didn't kill my wife. And fuck you for suggesting it. Mann, er hat doch weggeguckt. Also hat er mal ganz kurz... Okay, kann auch sein, dass er einfach mal ganz kurz so nach oben geguckt hat. Ich weiß es halt nicht. You said you went to a party at Bobby Ross's place? That's right. Bobby had a bunch of people over. We were having a good time. She said she was bored and decided to leave. And? Ach, komm! I was playing pinochle with some of the guys. Teresa had a few belts too many. She said she wanted to go out dancing. Scheiße. Mr. Tarleton, was Teresa happy at home? Yeah, I think she was. Ich hab da keinen... Ich kann es eigentlich nur anzweifeln, aber wie soll ich das nachweisen? Er guckt auf jeden Fall weg, er meint es nicht ernst. Spill it, Tarleton. Puh, We ist like the eins look of you richtig. for this, so you better give us something. We're at the party. She has a few and says she wants to go out dancing. We only have the sitter until 9. I get mad. I tell her to go ahead, but I'm staying. She storms out. Look, I'm doing well at cards. I hardly ever do well. I married her because she was so much fun, but now she drives me fucking crazy. What time did she leave the party? About 8:30, maybe a little earlier. Und sie wurde circa um 2 Uhr nachts gefunden. Zu wissen, ist sie da gestorben, so in der Richtung. Also deutlich später, wirklich deutlich später. Aber wir haben auch schon mal rausgehört, Kev hat sich nicht so gut mit seiner Frau verstanden. Hat sie geliebt, weil sie lustig ist, aber jetzt ist er einfach nur nervig gewesen. Naja, gut. Das ist schon mal auf jeden Fall ein Grund. When was the last time you saw your wife? Around 8:30. The card game at Bobby's was wrapping up. I played out my hand and drove home here. I paid the sitter and went to bed. Das glaube ich ihm, oder? Ja. Why did you only Komm! report your wife missing this morning? I thought she would have called up last night from the bar.
If Bobby Ross doesn't confirm your story, we are going to come back here and pick you up. This doesn't look good, Lars. Sounds like the Terrelson broad had her last drink at Baron's bar. We should check the place out. Okay. Oh, scheiße, das lief gar nicht gut. Appreciate your time, sir. Hinweise gefunden, die bringen mir nur nichts, weil ich sie nicht genutzt habe. You believe this guy's story? Nein. Kind of rings true. Kacke. You can drive. And where exactly are we going? Obdachlosen Lager lasse ich so aus, bis ich viele Beweise zu habe. Vorher fahre ich noch nicht hin, aber Mann, das regt mich jetzt auf, ey. Von 4 Fragen 3 falsch. Das ist für die, sagen wir, fürs Endresultat komplett scheiße, weil, Alter, ich habe jetzt nichts in der Hand. Das ist doof. Für den habe ich nichts in der Hand, außer eine Frage, dass ihn verrückt macht. Wow, da kann ich ihn aber nicht für den Knast stecken oder umbringen lassen. Baron's Bar. Oh, Streifenwagen war ja schon da. Oder ist noch da? Ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken. Moin Jungs. Gents, drink. Phelps and Galloway, LAPD. I'm Benny Clough. Das ist sogar LAPD, mein neues About Lieblingswort. Teresa Terrelson? Yes, it is. I heard about it on the radio. They're saying it was that Black Dahlia freak again? God damn it. Yeah, I rang that husband of hers. The babysitter said he was out. If you don't mind, we have a few questions. What time did Teresa leave? Around 10:30, I think. Haben wir keinen richtig Beweis für, ne, oder? Um 10:30. On foot, in a car, by bus? How was it? She called for a cab. Did you get the number? Sure I did. I like Teresa. The only time she has a drink is when things aren't going so good at home. I was worried about her. She wants a 5-star, goddamn. Okay. Da haben wir schon mal die Taxinummer. Da werden wir mal das Taxi da auf jeden Fall mal fragen, ob der weiß, wo er sie hingefahren hat. Oder sagen wir mal so, der Taxifahrer ist natürlich jetzt auch ein Verdächtiger. Put out an APB on the cab. 3591. Should be traceable. Okay, sehr gut. Also sie geht immer trinken, wenn es schlecht daheim läuft. Das müssen wir schon mal merken. Also war wohl gestern Abend wieder Streit oder sowas daheim. Who was she with? We've had reports about a tall, gaunt-looking hobo. He wasn't here last night? I get plenty of bums in here, but nothing to fit that description. The likelihood is that whoever she left here with killed her. Give it up, Benny. All right, 2 creeps were all over her, promising to take her dancing. You get a good look at these guys? Sure. I got a good look. One of them was a sailor in uniform. His cap said, USS Indiana. And the other man? The other guy is Richard Bates. He's sitting in the back right now. Red polo shirt. Ja, das mit dem Seemann ist natürlich jetzt krass, ne? Wegen dem Seil, weil das ja so ein typisches Seil ist, was in der Marine benutzt wird, beziehungsweise als Seemann. Dadurch auch Verdächtiger. Der Typ, der hinten sitzt, auch Verdächtiger. Alle sind verdächtig. Es gibt keinen Unverdächtigen mehr in dieser Stadt, wenn das so weitergeht. Any idea where she was headed? Nope. I didn't get that. The husband said she wanted to go dancing. And she always wants to dance when she's been drinking. She was trying to talk some guys into taking her to one of the dance halls. Thank you for your Das help. werden wohl die beiden gewesen sein, schätze ich mal. Hey, no problem. Super, das haben wir schon mal geschafft. So, jetzt. This is Bates. That's him. LAPD. Don't make me chase you, shitbird. Warum nicht erstmal hingehen und fragen, warum rennt der direkt? Oder warum rühren wir durch den halben Laden? Jetzt mal ehrlich, was hat das denn für einen Grund? Ich will das ja nur mal wissen, weil... Hallo, wir sind ja gerade einfach nur reingegangen. Warum rastet denn jetzt plötzlich so aus? Ah, fängt einfach so aus. Nett, dankeschön. I thought you were gonna leave me there. Who knows what this guy will pull when he's cornered? We could have a killer on our hands. Oh, wie soll man hier rumkommen? Don't go to sleep on me. Get me back in close. I don't think the killer would be kicking back in the bar where he met the Vic in. Listen, a creature of habit is your killer. For some reason, they're sticklers for routine. Okay, Pfeiffer, drüber kein Ding. Steady and I'll try to bust his tires. Hit him. Clean this asshole off the road. Let's end this farce.
Halt bereit nicht stehen, du Spacko. Aber das Krasse ist, warum... Ich verstehe echt nicht, warum haben wir den nicht einfach normal angesprochen? Spit him out, Cole. The road's wet. All right, you got me. I've had enough. Give it up, LAPD. Okay, Bates. You're gonna answer some questions. I have a choice in this. Mit der Hackfresse auf gar keinen Fall. Last night, you went drinking with a lady in the bar. Now she's dead. And your face is all messed up. I'm in the clear on that. She preferred a sailor. You could lay it off on him. Are we finished? Die sind zusammen mit dem weggefahren, ne? You sure you and the sailor didn't take her somewhere and things got out of hand? Even cops need evidence. You got nothing on me that links me to that woman. Naja, sagen wir mal so, man fährt nicht mit irgendeiner Frau einfach mal so Taxi. Das ist vielleicht schon so ein bisschen Gegenbeweis, würde ich behaupten. Scheiße, oder auch nicht? Hate to say I told you so. Are we done? So what happened when you left the bar? Sailor boy laid one on me. A cheap shot. After that, I don't know. You've done time, haven't you, Richard? Is that why you ran? I'm on parole. On what offense? Sexual assault. Oh. Look, I was lying there on the sidewalk. He flags a cab and jumps in with the broad. You're coming in with us, Bates. But I'm not your guy. What exactly am I being run in for? You have a record, you ran from us, and there's the fact that I don't like you. That's 3 strikes in my book. Ich mag den letzten Punkt, der ist auf jeden Fall aussagekräftig. He's a material witness in a murder case. Find him a cozy cell. Richard here knows the drill. Wenn es so weitergeht, haben wir gleich ganz Los Angeles eingesperrt, aber das ist total unwichtig. Hey, wir haben wieder Telefon. Ich weiß noch nicht warum, aber wir gehen wieder ans Telefon. Wir können wieder telefonieren. Machen wir doch direkt mal. Manchmal weiß ich echt nicht, was wir telefonieren können, bis Phelps es dann einfach tut. Der macht's einfach so. Bester Mann. Cole Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? I need an APB out in a yellow cab, number 3591. Ask dispatch to relay all sightings to car 11K. No problem. I'll get on the radio. Were there any incident reports filed in the vicinity of Barron's Bar on North Beaudry Avenue? We're tracking a sailor who was involved in a fight outside the bar. I can check the reports, Detective. I have a message for you from Captain Donnelly. Message reads, James Jessup, U.S. Navy able seaman, has information relevant to your case. Jessup is currently being detained at Central Station. Could be our man. Thanks, man. Okay. Ist das jetzt vielleicht der Typ, der Matrose, der da saß? Das ist die Frage. Müssen wir mal rausfinden. Na, schauen wir mal. So, was haben wir denn jetzt zur Auswahl? Wo können wir mal hin? You know the way. You can drive. Fine. Where are we headed? Jetzt fahren wir erstmal ins Lager, danach interviewen wir den. Ist mir jetzt gerade mal wichtig, das müssen wir irgendwann mal abhaken, weil ich glaube, so viele Hinweise kriegen wir nicht mehr zu ihr. Und ist einfach mal erstmal ein Blick wert, auf jeden Fall. Danach schauen wir im Revier vorbei, weil da haben dann genügend Leute, die wir interviewen können. Weil wir haben jetzt nicht nur zwei da sitzen, deswegen lohnt sich das auch ein bisschen dahin zu fahren. Okay, der Matrose will aussagen, dass er was weiß. Gut, kann natürlich sein, dass er einfach selber aus der Lage rausbringen will und einfach gleich lügen will, wie bescheuert, damit es eben so klingt, als hätte er nichts gemacht. So, mal gucken, Obdachlosenlager. We're looking for a tall man with a disfigured face. Do you know him? Huh? What? I fought in 2 wars, you know, son. I think I earned some peace and quiet. The bum isn't here. Look at these people. We should follow the lead. These guys can wait. Calling you stupid would be an insult to stupid people. Okay, Polizisten bleiben ist vielleicht jetzt nicht die beste Art. Müssen wir mal gucken. Alter, das Lager ist ja gar nicht mehr so klein. Wo ist denn jemand mit meinem entstellten Gesicht, ist die Frage. That's disgusting. Didn't you ever hear of germs? Ich laufe einfach jetzt mal durch. Isn't that the cop who caught the guy who was pretending to be dead? Why is the word abbreviation so long? Guys had just been paid. Look about him.
Wo ist denn der Typ jetzt? When's America Hier drin vielleicht, warte mal. You can't do this! Guck mal, was haben wir hier? Schauen wir uns mal ein bisschen um. Seems irrelevant. Gut, aber wir haben es gefunden. Was sie für ein Lager hier aufgebaut haben, Respekt. If olive oil comes from olives, where's baby oil come from? Es bringt das alles nichts. Wo ist denn der Typ? Slow down! Ein bisschen durchsuchen alles. There are three kinds of people. Those who can count and those who can't. Hier ist auch nicht so. Frage ist nur, wo der Typ steckt, den wir suchen. What's your beef with this guy, Phelps? Hab doch nur X gedrückt. Ich wollte nicht schubsen. Warum haut er den denn voll um? Das wollte ich nicht. Jetzt war kein Scheiß. WTF. Oh, wir haben noch eine Barocke. Geh da rein, danke. Ein bisschen umgucken hier. Es kann ja überall Hinweise liegen, die wir vielleicht brauchen, aber hier ist wohl nix. So, gehen wir mal hier rein. Da ist dieser Anführer, ne? Schon großes Lager, meine Fresse. Jetzt die Frage, wo er ist. Vorne haben wir eine große Hütte. Gucken wir mal da rein. Nope. Alter, wo ist denn der jetzt? Jetzt mal kein Scheiß. Ich kriege mir hier gerade einen Wolf. Wo ist der Typ? Der ist komplett ausgestorben hier hinten. Komisch. Das war kein Scheiß. Wo ist der? Did you read about the woman who stabbed her husband and pushed him in front of the car? That's the cop that caught her! That's the cop from the newspaper. Frage ist jetzt echt, wer es ist. That's disgusting. Didn't you ever hear of germs? You're a modest little person. Wo ist denn der? Son, you're a couple of slates short of a full read. Ich frag mal meinen eigenen Typen, wo ist er denn hin gerade? Oh, der hängt da hinten noch irgendwo fest. Hey! Watch where you're going! Ich direkt hier rum wohl durch den ganzen Laden. Hallo? How come the cops can't ignore us the same way the government does? You streak of piss? Ich finde den Typen nicht. Bin zu doof dafür, glaube ich. Ich renne mal nochmal zu ihm da hinten hin, weil er läuft gerade hinten rum. Vielleicht muss ich den auch gar nicht mehr finden. Ich stelle mich gerade auch zu doof an. Das kann auch sein. Wo ist er denn hin? Wo ist er denn da unten? Scheinbar ist die Richtung war die Richtung doch richtig. Help me out. Teresa's trail leads right to this cabbie's back seat, Phelps. We need to find him. Also wird es hier wohl gar nichts mehr geben. Wie ich das verstanden habe jetzt. Isn't that the cop who caught the guy who was pretending to be dead? If olive oil comes from olives, where's baby oil come from? Ist echt niemand. Ich finde hier keinen. Also ich glaube, wir fahren wieder zurück. Das bringt ja nichts. Oh, komm, rennen wir zurück. Ich finde hier zumindest keinen Hinweis, muss ich jetzt persönlich sagen. Wir suchen ja eigentlich einen Obdachlosen mit einem starken Gesicht, aber ich finde den hier nicht. Deswegen laufen wir mal zurück. Sind wir jetzt gerade umsonst hier rumgelaufen, aber ja, ich finde hier halt niemanden, der irgendwie dazu passen könnte. Dann machen wir jetzt was anderes in der Zeit. Calling you stupid would be an insult to stupid. Ja, schauen wir mal. Can you drive to this one? Ja, aber uns abgehakt. Also anscheinend ist er wirklich, wir können da auch nicht nochmal hinfahren. Wie sonst immer.
Anscheinend ist er wirklich hier nicht aufzufinden. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Deswegen habe ich gerade so viel abgesucht. Aber anscheinend ist da wirklich niemand. Okay, gut. Dann schauen wir mal im Revier vorbei. Kann ja nicht schaden. Sind wir also gerade ein bisschen umsonst rumgelaufen. Aber naja, hätte ja sein können, dass sich irgendwas steckt oder sowas. Ich wollte nur sicher gehen. Zentralrevier. So. He's in an interview too. Thanks. What do you make of him? Sailor on furlough who looks like he's in trouble and knows it. Ah, also das hat er wohl mit Scheiße gebaut. Okay, mit der Schlägerei alleine kriegt er ja schon ein Problem mit uns, ne? Ist ja klar. Weil Schlägerei ist ja nicht in Ordnung. So. Detectives Phelps and Galloway. We know why you're here, Jessup, so it would be best if you answered our questions truthfully. I don't want any trouble, that's why I'm here. I heard on the radio about this lady getting killed. I got leave from my CO to come down straight away. So why did you kill her? I didn't kill anyone. Look, you need to believe me. Let's start at the beginning. You went to Barron's bar. What time did you arrive? I got a 24-hour pass. I got there around 7. That's where you met Teresa Terrellson? Sure. We had a couple of drinks. Er lügt auf jeden Fall, aber... So you tried to make a woman who was incredibly drunk? Look, I'm not proud of myself, but I never hurt her. You took her dancing? That's right. Caught a cab to the Crystal Ballroom. Ich bin nicht stolz drauf, aber ich hab's trotzdem gemacht, weil ich trotzdem keine Eier in der Hose habe, ey. Geht mit einer Frau, die sturzbesoffen ist und das auszunutzen. Das ist total arschig, das macht man nicht. You had a fist fight with Richard Bates over Mrs. Terrellson. You met the guy? He's a creep. You should take a look at him for this. Was soll ich denn dazu jetzt sagen? Okay, ja. Gut. He's pointing the finger directly at you, Jessup. I only had one night before I was back in the tub. He had all the time in the world to look for some action. I belted him. I'd do it again. She was better off with me. Sure. You're a shining example of chivalry, Jessup. So kannst auch nennen. We're holding you till we can clear this with the driver. Yeah, my CO said as much. Can you put the guy in 2 in a cell and inform the commander? Sure, Detective. Got a message for you. Sighting of your disfigured hobo on Grand between Temple and Sunset. And it looks like the beau has a record, too. He's wanted in connection with 2 female assaults. Thanks. Ja, da ist er doch. Wir haben ihn gefunden. So, dann müssen wir jetzt nochmal dahin fahren. Das war so klar. Na gut, komm. Dann machen wir mal flott. Geben wir uns mal kurz die Sporen. Komm, fahren wir einfach mit dem hier. Das ist ja unser sowieso. You drive. So, nochmal dahin. Hopp, ab geht's. Bye. Where are we headed? So, dann schauen wir nochmal, ob es jetzt irgendwelche Neuigkeiten gibt. Jetzt haben wir ihn auf jeden Fall nicht gefunden. 3 suspects in the can and 1 in the hood. Still no hard evidence on any of them. Ja, wir haben 4 Leute, die verdächtig sein können. Das ist viel zu viel. 11K, go ahead. Patrolman reporting that Bobby Ross's car game is breaking up at midnight. 11K, roger that. Plenty of time to get downtown. It's possible. Have them bring him in. KTPL, we have Lars Haraldson picked up. 11K, roger. Er hat gesagt, halb ist er fertig gewesen. Es war erst um 12 Uhr zu Ende. Also das war auch schon mal komplett gelogen. Er war gar nicht daheim abends. Okay, schon mal gut zu wissen. Da können wir ihn auch auf jeden Fall schon mal auf Stiche kommen. Hat er nämlich scheiße viel gelogen auf jeden Fall, so viel sicher. LAPD, we'd like a word with you. Save it for someone who's interested. They're fascists. Come to move us on and steal what little we have left. 6 rounds won't get us far. Need you to stay focused. We need to hold out the cavalry. How do we do that? Like this. If you want These your men right know to they're harboring share, a murderer. we need to fight for it. Your disciples know what you did last night? Komm, probier's. Bam! Shit. Bam!
your name? Ich hat er die Waffe dabei gehabt, sonst wäre man richtig auf die Fresse geflogen gerade. Very funny. We'll find out from your personal effects. Stuart Ackerman. You're under suspicion for murder, Ackerman. We're taking you downtown. You can't do anything more to me than what the Japanese have already done. Die Kleidung passt zu dem Typen am Anfang im Clip. Das ist fast dieselbe Jacke. Das könnte er wirklich sein. Weil, wie gesagt, ich habe mir jetzt mal gemerkt, wer am Anfang des Clips zu sehen war. War vielleicht mal ganz wichtig. The Kremlin's over here, Phelps. Toss it. Oh, wir haben einen Zeitungsartikel. Nice, okay. Gucken wir doch mal. Fehlendes Morphium. Polizei Gauner für einen Drogenkrieg. Still working, Jack. I'm off to the Lighthouse Club in Santa Monica. Hello, Jack. Mr. Benson, this is Courtney Sheldon. He's a buddy of mine from the war. Well, I'm sure you two will want to polish some old war stories. Good evening, Jack. Mr. Sheldon. Good night, sir. Take a seat, Courtney. We need your help, Jack. I told you I would have nothing to do with that. I'm fine too, Jack. Medical school's going well. I got a part-time job. Do dope peddlers need part-time jobs? We made a mistake and we're in trouble, Jack. A local gangster, Mickey Cohen, is putting on the squeeze. So hand it over, walk away. What's stopping you? We had a deal with them that they would dole it out slowly. They said they would supply abortion clinics and doctors, but they've been moving it on to addicts, and they can't cope with the purity. So your problem is with gangsters being dishonest? My problem is that people are dying, and that if this gets back to us, we'll all end up in jail. So how am I supposed to help, Courtney? This isn't the war. I can't just wave a magic wand and clean up your mess. We want you to negotiate, Jack. The only thing these guys understand is force, Sheldon. They got to the top back east by proving to be more vicious than the English, the Irish, and the Dutch. They make their own laws. That's the nature of a secret society. God's sake, Courtney, you want to be a doctor. How can you fight with that? We are better trained, Jack. I didn't make it through the war to come back to this kind of shit, Sheldon. Was geht da ab zum Geier? Alter Finne, ey. Die Hintergrundstory, die da noch an parallel läuft, ist ja schon ziemlich krass. Krasse Scheiße, ey. Also ich blick da teilweise langsam nicht mehr so ganz durch, ist mein Problem. 5 von 13 haben sie auch noch einige. Ach, gucke mal, ja. Ja, okay. Gut. Looks familiar. Safe better to match the mark under Teresa Terrelson's chin. Ja, haben wir den Mörder doch. Da brauchen wir, glaube ich, nicht lange drüber diskutieren, oder? Das hat sich ja... Hat sich aber geklärt. Alle anderen Geschichten, die nebenher passiert sind, sind halt scheiße gelaufen für die Dame. Es lief halt nie so wirklich gut. Aber, naja. Das ist ihr Geldbeutel. Wette ich zumindest mal. Ah, da liegt was drin. Na, wie muss ich es halten so? Ackerman doesn't look like much of a dancer. Ja, okay, wir haben ihn. Das wird er sein. Wir haben die Tanzkarte. Wir haben ihr Portemonnaie. Wir haben das Seil. Also er ist relativ am Arsch. So, Junge. Holen wir uns den Spacko. Ich wusste, dass er ist. Habe nämlich jetzt an der Jacke erkannt. Wie gesagt, naja, Anfangs, ihr könnt immer mal drauf achten. Da sind die vielleicht manchmal zu erkennen. In dem letzten Fall, den wir also letztes Mal hatten, da war keiner zu erkennen, weil es gab ja keine Einleitungssequenz. Da war das wirklich schwer. Aber hier haben wir wieder einen ganz guten Beweis. Problem ist, wir können ja schon wissen, wer es ist. Also ich kann schon seit der Anfangssequenz wissen, ey, der ist es. Ohne die Beweise kann ich den trotzdem nicht in den Knast bringen, ist das Problem. Also es ist ja nicht so, dass es mir die Spannung nimmt, wer es jetzt unbedingt ist. Es ist immer noch die Spannung herauszufinden, wie ich das beweisen kann, dass der das ist. Das ist immer noch das Geile daran, muss man ja sagen. Er steckt gerne so ein, dass er sich über die Schallknüppel bewegt. Er mag das Gefühl am Arsch. Has an alibi, but no real motive other than neglect. Jessup's alibi checks out. Bates is a recidivist. He'll be pulling the same stick until we put him away for good. Ackerman has history, opportunity, hard evidence. What motive? Da gebe ich ihm recht. Was für ein Motiv hat er? All we need is a confession and we can charge the bum with murder.
Das frage ich mich bei manchen Morden hier schon. Was haben die für ein Motiv? Teilweise einfach nur so, ja, ich hab Spaß gehabt, so nach dem Motto. Weil mir fehlt das Motiv. Wir haben Beweise ohne Ende, aber es fehlt all der Rest. Das ist Kacke. We're going this way. Wo hier entlang? Yeah, the bum took a swipe at me. Put him down with my sap. So, schauen wir mal. Ackerman, you were in the Marines. How do you know? Oh. The Corps selected big guys for flamethrower duty. That's how you got the burns. Life expectancy was 5 minutes for a guy in flamethrower detail. What kind of a government puts weight like that on a man's shoulders? You'll get no argument from me. It was a heavy load. You feeling sorry for this smelly fuck? Why did you kill Mrs. Terrellson? I have no recollection of the people I have killed. You hate women, Ackerman? More than you could ever imagine. How much did you hate Mrs. Terrellson? I ache to put my seed in them. Afterwards, I have no use for them. Nein, der Typ ist nicht gestört, der ist vollkommen normal. Alter, WTF. A bus driver dropped Mrs. Terrellson near your camp around 2 a.m. Why did you take her up to the hill? Which hill? I have many places. I go where I please. Ja gut, ich kann ihm jetzt nicht anzweifeln, warum er so hoch war. Ich will es einfach nur anzweifeln, würde ich mal sagen. Yes. You're clearly insane, Ackerman. The state of California does not execute mental patients. I don't know the names of the women I've killed, but I've killed many of them. Their necks are so fragile. Stuart Ackerman, I am charging you with the murder of Teresa Terrellson. A man down on his luck I can abide. But a filthy red who chooses to live outside the rules of society I cannot stomach. Maybe poor Teresa Terrellson will provide the catalyst we need. I've spoken to the chief and the mayor, and I think it's time we send some men in to remove the godless and send them on their way over the county line. A grand day that will be, gentlemen. And a grand result you have brought me. You two are fast becoming my finest crusaders. Das ging ja geil. Nice, wir wurden anscheinend befördert. Der lief ja auch gut jetzt am Ende. Nice. Wir haben zwar, ja, gefundene Beweise, fehlen mir 3. Fragen richtig, das stört mich halt wieder 4. Hier hat zwar gezählt, auch der Taxifahrer, der jetzt einen der letzten Theresa lebendig gesehen hat. Ja, mir wurde ja leider während der Fahrt nirgendwo gesagt, dass wir den Taxifahrer fragen konnten, ne? Das fehlt mir halt, den Taxifahrer haben wir leider nicht gefunden, das stimmt. Der wurde ja leider irgendwie nicht gerufen oder sowas. Die waren ja auf der Suche nach dem, aber ich weiß nicht, was ich hätte machen können, damit sie ihn irgendwie finden. Na gut, haben wir leider nicht gefunden, aber wir haben es trotzdem abgeschlossen. Leider nur mit 3 Sternen, schade. Hätte besser sein können. Aber na gut. Oh Gott, der geht aber auch jeden Abend mittlerweile Party machen, oder? Ist es so als Detective normal? Unser schwarzer Freund, das klingt nicht, das meine ich nicht rassistisch. Damals hätte ich das rassistisch meinen dürfen. Don't leave me singing this torched song. Die Location will noch irgendwas mit dem Mord oder dem Ende des Spiels zu tun haben. Da kannst du mir sagen, was du willst. Weil wir sind da so oft in letzter Zeit und da hat der Doktor auch agiert, dass die Hintergrundstory mit den Drogen, womit wir aktuell noch nichts zu tun haben. Aber ich schätze, darauf wird es doch hinauslaufen. Aber ja, das soll es gewesen sein für diesen Fall. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben, da würde ich mich riesig freuen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Haut rein, bis dann, ciao.